Göttin des Glücks ist Österreichs erstes ökofaires Modelabel. Das heißt, wir produzieren unter den höchstmöglichen ökologischen und sozialen Kriterien in der Textilbranche. Wir sind Fairtrade zertifiziert. Wir arbeiten zu 95% mit Bio-Baumwolle und zu 5% mit Leinen aus Frankreich. Wir lassen auf Mauritius unter Fairtrade-Bedingungen produzieren. Wir haben dort einen Betrieb mit ca. 200 Personen. Und mit unserer langjährigen Produktionspartnerschaft ermöglichen wir diesen Menschen in diesem Betrieb ein solides, gesundes und ökonomisch stabiles Leben auf Mauritius. Die Politik behauptet, TTIP ist gut für KMUs. Das glaube ich nicht. Wenn ich mir anschaue, dass in der EU 99,7% aller Unternehmen KMUs sind, also kleine und mittlere Unternehmen, und 0,7% aller Unternehmen nur in die USA exportieren, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Handelsabkommen, das den Markt komplett öffnet, gut für KMUs sein soll. Allein das Risiko der Wechselkursschwankungen zwischen Euro und Dollar ist für KMUs eine Gefahr. In den letzten 5 Jahren sind die Wechselkurse so stark geschwankt, dass das in einer Preisschwankung von 15% entspricht. Das können kleine Unternehmen, die großteils nicht so starke Ressourcen haben und großteils nicht so große Rücklagen haben, einfach nicht aushalten. Die größte Sorge an TTIP bereitet mir, dass von Harmonisierung der Standards gesprochen wird und ich davon ausgehe, dass eine Harmonisierung der Standards nicht zum Positiven für Europa ausfällt, sondern zum Negativen. Also wir von Göttin des Glücks zum Beispiel sind Spezialisten in Bezug auf Bio-Baumwolle, in Bezug auf soziale, ökologische, höchste Kriterien in der Textilbranche. In der öffentlichen Beschaffung zum Beispiel für Spitäler könnte das meiner Meinung nach in Zukunft wichtig sein und ich möchte nicht, dass große US-Konzerne, Textilkonzerne, die mit genmanipulierter Baumwolle deshalb das Rennen machen, weil sie einfach den Markt verdrängen durch ihre Größe und einfach einen billigeren Preis anbieten. Ich möchte kein TTIP, sondern ich möchte den Mut der Politik zu neuen Gesetzen. Das heißt, es sollte ein Code of Products erarbeitet werden, in dem ganz klar drinnen steht, was sind die sozialen und die ökologischen Kriterien, die wir uns für die Produkte wünschen? Und ich möchte vor allem auch eine transparente Auflistung der gesamten Produktionskette. Ich glaube, mit dieser Transparenz der Produkte würden wir unsere Produkte qualitativ wieder hochwertiger gestalten müssen. Und damit würde sich dieses Preisdumping mit zum Beispiel asiatischen Produktionen relativieren und der europäische Produktionsstandard würde an Wert wieder gewinnen. Meine Frage an die Politik ist ganz einfach. Wie könnt ihr uns KMUs TTIP als gut verkaufen, wenn ihr selbst nicht mal wisst, was drinnen steht? Die Verhandlungen sind geheim. Außer die Handelsbeamten selber darf niemand erfahren, was hier verhandelt wird. Und deshalb mein Aufruf an andere KMUs, bitte unterschreibt unsere Initiative.